Das Römische Reich war kein gewöhnliches Imperium. Es war ein System, das auf absoluter Kontrolle basierte. Nicht nur durch militärische Stärke, sondern durch Ordnung, Struktur und vor allem durch Wissen. Denn die Römer glaubten, dass alles, was man versteht, kontrollierbar ist. Und alles, was kontrollierbar ist, keine Bedrohung mehr darstellt. Aus genau diesem Grund hielten sie alles fest. Sie dokumentierten ihre Schlachten, ihre Verluste, ihre Bewegungen und sogar einzelne Soldaten wurden registriert. Jeder Schritt, jede Entscheidung wurde Teil eines Systems, das darauf ausgelegt war, nichts dem Zufall zu überlassen. Denn für Rom war Ungewissheit keine Schwäche, sie war ein Risiko. Und genau deshalb wirkt das, worüber wir heute sprechen, so ungewöhnlich, fast schon wie ein Fehler in diesem System. Denn es gibt einen Punkt in der Geschichte, an dem diese Kontrolle plötzlich endet, an dem die sonst so lückenlosen Aufzeichnungen einfach abbrechen, ohne Erklärung, ohne Begründung, ohne irgendeinen Hinweis darauf, was tatsächlich passiert ist. Und das ist das eigentliche Problem. Denn normalerweise reagiert Rom auf alles, was außerhalb der Ordnung liegt. Sie analysieren, sie dokumentieren, sie greifen ein, sie stellen die Kontrolle wieder her und sorgen dafür, dass nichts ungelöst bleibt. Aber hier passiert genau das nicht. Hier gibt es keine Analyse, keine Reaktion, keine Erklärung. Und genau dieses Schweigen ist es, das diesen Fall so beunruhigend macht. Denn es wirkt nicht wie ein Versehen, nicht wie ein verlorener Bericht oder ein beschädigtes Dokument, sondern eher wie eine bewusste Entscheidung. Als hätte jemand entschieden, dass bestimmte Dinge nicht festgehalten werden dürfen. Und genau an diesem Punkt beginnt die eigentliche Frage. Nicht nur, was ist passiert, sondern warum wissen wir es nicht? Und noch wichtiger, wer hat entschieden, dass wir es nicht wissen sollen? Im 2. Jahrhundert nach Christus wurde die 9. Legion in den Norden Britanniens verlegt. Ein Gebiet, das für Rom nie vollständig greifbar war. Nicht, weil es keine Karten gab, sondern weil diese Region sich jeder klaren Kontrolle entzog. Mit dichten Wäldern, unübersichtlichem Gelände und einer Umgebung, die sich für römische Strategien nur schwer berechnen ließ. Diese Legion war nicht irgendeine Einheit. Sie wurde dorthin geschickt, wo andere an ihre Grenzen kamen. Sie bestand aus erfahrenen Soldaten, die an Disziplin gewöhnt waren und selbst unter extremen Bedingungen funktionierten, weshalb man sie genau dort einsetzte, wo Unsicherheit herrschte. Doch das, was sie in Britannien erwartete, war kein gewöhnlicher Einsatz, denn es gab keinen klar definierten Gegner, keine strukturierte Armee, keine offenen Konfrontationen, sondern nur Hinweise auf etwas, das sich nicht direkt greifen ließ. Die einheimischen Stämme verhielten sich anders als erwartet. Sie suchten keine direkten Kämpfe. Sie verschwanden, zogen sich zurück und hinterließen kaum Spuren. Als würden sie nicht vor Rom kämpfen, sondern etwas anderem ausweichen. Für die Legion bedeutete das eine völlig neue Situation, denn ihre Stärke lag darin, den Gegner zu erkennen, ihn einzuschätzen und darauf zu reagieren. Doch hier fehlte genau diese Grundlage. Es gab nichts, worauf man sich vorbereiten konnte. Mit jedem weiteren Schritt nach Norden wurde deutlich, dass es sich nicht um einen normalen Einsatz handelte. Nicht wegen eines sichtbaren Feindes, sondern wegen der Art und Weise, wie sich die Umgebung verhielt. Das Gelände wirkte nicht stabil,
Wege führten nicht immer dorthin, wo sie sollten, und selbst einfache Bewegungen wurden schwer vorhersehbar, was für eine Armee, die auf Struktur angewiesen war, ein ernsthaftes Problem darstellte. Doch zu diesem Zeitpunkt war das noch kein Grund zur Panik. Es war nur ungewöhnlich. Am Anfang waren es keine großen Ereignisse, sondern kleine Abweichungen, Dinge, die einzeln betrachtet kaum auffallen, aber im Zusammenhang ein anderes Bild ergeben. Denn innerhalb der Legion begannen sich Verhaltensweisen zu verändern. Nicht plötzlich, sondern schleichend. Einige Soldaten reagierten langsamer als gewöhnlich. Andere wirkten abgelenkt, als würden sie sich auf etwas konzentrieren, das für die anderen nicht sichtbar war. Und diese Veränderungen traten nicht gleichzeitig auf, sondern unabhängig voneinander, was es noch schwerer machte, sie als Zufall zu erklären. Besonders auffällig war, dass bestimmte Soldaten begannen, sich immer wieder in dieselbe Richtung zu orientieren, auch ohne Befehl, als würde ihre Aufmerksamkeit unbewusst dorthin gezogen. Und wenn man sie darauf ansprach, konnten sie oft nicht erklären, warum. In einer Armee wie der römischen, in der jede Bewegung koordiniert ist und jede Handlung einem klaren Befehl folgt, sind solche Abweichungen kein kleines Detail, sondern ein Warnsignal, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt noch niemand offen ausspricht. Ein weiteres Detail tauchte in Berichten auf, die nicht offiziell weitergegeben wurden, sondern nur innerhalb kleiner Gruppen besprochen wurden. Nämlich, dass manche Soldaten das Gefühl hatten, Geräusche zu hören, die sich nicht eindeutig zuordnen ließen. Keine Tiere, keine Menschen, sondern etwas dazwischen, etwas Unbestimmtes. Diese Geräusche hatten kein klares Muster, sie traten nicht regelmäßig auf, aber oft genug, um bemerkt zu werden. Und jedes Mal schien es, als kämen sie aus einer Richtung, die sich nicht eindeutig festlegen ließ. Und genau hier beginnt sich etwas zu verschieben, nicht in der Umgebung selbst, sondern in der Wahrnehmung der Soldaten. Denn je mehr solche kleinen Abweichungen auftreten, desto schwieriger wird es, ihnen keine Bedeutung beizumessen. Noch ist nichts passiert. Kein Angriff, kein sichtbarer Feind, aber etwas verändert sich. Langsam, unaufhaltsam. Die ersten Verluste treten nicht als dramatische Ereignisse auf, sondern fast beiläufig, so unscheinbar, dass man sie zunächst nicht sofort als etwas Außergewöhnliches einordnet. Denn es fehlt das, was man normalerweise erwarten würde. Kein Kampf, kein Lärm, kein sichtbarer Auslöser. Ein Soldat fehlt beim Antreten, ein anderer kehrt von einer kurzen Strecke nicht zurück. Und zunächst wirkt das wie ein organisatorisches Problem, wie etwas, das sich erklären lässt, doch dann häufen sich diese Fälle. Nicht gleichzeitig, nicht an einem Ort, sondern verteilt, unabhängig voneinander, was es unmöglich macht, sie als Einzelfälle abzutun. Und genau das ist der Punkt, an dem sich die Situation verändert. Denn in einer römischen Legion verschwindet niemand einfach so. Es gibt immer eine Spur, eine Erklärung, einen Zusammenhang. Hier gibt es nichts davon. Ein besonders auffälliger Fall wird später mehrfach erwähnt, weil er sich von den anderen unterscheidet. Denn ein Soldat wird zuletzt gesehen, wie er sich ganz normal innerhalb des Lagers bewegt, ohne Stress, ohne Auffälligkeiten. Und nur wenige Minuten später ist er verschwunden. Nicht außerhalb,
nicht auf Patrouille, sondern mitten im gesicherten Bereich. Und genau das macht diesen Moment so wichtig. Denn ab hier ist klar, dass das Problem nicht mehr nur außerhalb liegt. Es betrifft die Legion selbst. Mit der Zeit beginnen sich Muster zu zeigen. Nicht offensichtlich, aber erkennbar für diejenigen, die darauf achten. Denn die meisten dieser Fälle passieren nicht zufällig, sondern in Momenten, in denen die Aufmerksamkeit nachlässt, in Übergängen, in Situationen, die eigentlich Routine sind. Und genau das verstärkt die Unsicherheit, weil es bedeutet, dass es keinen klaren Zeitpunkt gibt, an dem man vorbereitet sein kann. Man kann es nicht vorhersehen. Man kann es nicht verhindern. Und während die Zahl der Vermissten langsam steigt, passiert etwas noch Beunruhigenderes. Die Reaktionen darauf verändern sich. Am Anfang sucht man nach den Vermissten, organisiert Suchtrupps, versucht Muster zu erkennen. Doch je mehr Zeit vergeht, desto weniger überzeugt wirkt diese Suche. Nicht, weil man aufgibt, sondern weil sich ein Gedanke langsam durchsetzt, dass es vielleicht keinen Sinn hat, weiter zu suchen. Der Moment, in dem sich alles verändert, beginnt nicht mit einem Angriff und auch nicht mit einem Befehl, sondern mit etwas viel Einfacherem, nämlich damit, dass eine Gruppe von Soldaten gleichzeitig stehen bleibt, ohne dass jemand etwas sagt, ohne dass ein Signal gegeben wird, einfach gleichzeitig. Es ist kein Chaos, keine Panik, nur ein plötzlicher Stillstand. Der Grund dafür liegt direkt vor Ihnen, doch genau hier wird es schwierig. Denn niemand beschreibt es auf die gleiche Weise. Einige sprechen später davon, dass sie zunächst dachten, es sei ein Schatten, etwas Unbewegliches, etwas, das einfach da war, ohne eine klare Form zu haben. Während andere sagen, dass es eher wie eine Verzerrung wirkte, als würde sich etwas im Raum verschieben, ohne dass man genau erkennen kann, was. Und dann gibt es die Aussage, die immer wieder auftaucht, unabhängig davon, wer sie macht, dass dieses Etwas nur dann eindeutig wirkte, wenn man direkt hinsah und dass es sich veränderte, sobald man den Blick abwandte. Das allein reicht aus, um Verwirrung zu erzeugen. Aber was danach folgt, geht darüber hinaus. Denn mehrere Soldaten berichten, dass sie nicht das Gefühl hatten, beobachtet zu werden, sondern geführt. Nicht von außen, sondern von innen heraus. Als würde etwas ihre Aufmerksamkeit lenken, ihre Richtung bestimmen, ohne dass sie es bewusst entscheiden. Und genau das ist der Punkt, an dem die Situation ihre Struktur verliert. Denn eine Armee kann gegen einen Feind kämpfen, sie kann sich zurückziehen, sie kann reagieren, aber sie kann nichts tun, wenn sie nicht mehr sicher ist, ob ihre eigenen Entscheidungen wirklich ihre eigenen sind. Und vielleicht ist das der Grund, warum in diesem Moment keine klare Reaktion erfolgt. Kein Angriff, keine Formation, keine Strategie. Nur Unsicherheit. Und genau diese Unsicherheit ist es, die später alles bestimmt. Denn was auch immer Sie dort gesehen haben, es hat nicht nur Ihre Umgebung verändert, sondern Ihre Wahrnehmung davon, was real ist. Was danach passiert, ist vielleicht noch ungewöhnlicher als alles, was zuvor geschehen ist. Denn anstatt die Situation weiter zu untersuchen, anstatt zusätzliche Truppen zu schicken oder das Gebiet unter Kontrolle zu bringen, trifft Rom eine Entscheidung,
die nicht zu seinem üblichen Verhalten passt. Es gibt keinen Versuch, die Lage zu stabilisieren, keine sichtbare Reaktion, keine Eskalation. Stattdessen wird der Rückzug angeordnet. Nicht als Teil einer Strategie, nicht als geplanter Schritt, sondern abrupt, endgültig. Und genau hier beginnt das eigentliche Rätsel. Denn ein Rückzug allein wäre nicht ungewöhnlich, selbst für Rom nicht, wenn die Umstände es erfordern. Aber das, was danach folgt, ist entscheidend. Die Aufzeichnungen enden. Nicht langsam, nicht unvollständig, sondern plötzlich. Als würde jemand eine Linie ziehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und genau dieses Ende ist es, das Fragen aufwirft. Nicht nur darüber, was passiert ist, sondern darüber, warum es keine Fortsetzung gibt. Denn Rom war kein Imperium, das Dinge einfach unbeantwortet ließ. Es suchte nach Ursachen, es stellte Zusammenhänge her, es wollte verstehen. Aber hier fehlt dieser Wille. Und genau das verändert die Perspektive. Denn vielleicht geht es nicht mehr darum, was mit der Legion passiert ist, sondern darum, warum niemand mehr versucht hat, es herauszufinden. Wenn es sich nur um eine Niederlage gehandelt hätte, hätte Rom reagiert. Wenn es ein Aufstand gewesen wäre, hätte Rom zurückgeschlagen. Wenn es ein militärisches Problem gewesen wäre, hätte Rom es gelöst. Aber nichts davon ist passiert. Und genau deshalb bleibt am Ende nur eine Möglichkeit. Nicht, dass sie die Legion verloren haben, sondern dass sie akzeptiert haben, sie nicht zurückzubekommen. Oder schlimmer noch, dass sie entschieden haben, es gar nicht erst zu versuchen. Und wenn das stimmt, dann verändert sich die Frage. Dann geht es nicht mehr darum, ob die 9. Legion verschwunden ist, sondern darum, ob sie jemals wirklich weg war.